Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg zeigt heute 9 Gemälde von Caspar David Friedrich im neuen Pavillon in Berlin-Charlottenburg. Doch wie gelangten diese Werke eigentlich in die Sammlung? König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen förderte den Künstler bereits frühzeitig und erwarb in den Jahren 1810 bis 1816 insgesamt 6 Gemälde Friedrichs auf den Berliner Akademieausstellungen. Sie gehören heute zu den Schlüsselwerken der deutschen Malerei der Romantik, galten in der Zeit ihres Ankaufs aber teils als radikal modern. Bei den ersten beiden Friedrich-Erwerbungen handelte es sich um den Mönch am Meer und die Abtei im Eichwald, die heute in der Alten Nationalgalerie in Berlin zu sehen sind. Sie wurden auf Wunsch des Kronprinzen Friedrich Wilhelm angekauft. Der sensible 15-Jährige erspürte intuitiv die emotionale Kraft der Bilder Friedrichs. Da seine Mutter, Königin Luise, nur Wochen zuvor verstorben war, war er für das aus ihnen sprechende Gefühl von Einsamkeit und Verlorenheit empfänglich. Bereits 2 Jahre darauf erwirbt König Friedrich Wilhelm III. Im Herbst 1812 ein weiteres Schlüsselwerk, den Morgen im Riesengebirge, der nach einer Reise des Künstlers ins Riesengebirge entstand. Den König beeindruckte dabei vor allem die Naturnähe in der Wiedergabe des aufsteigenden Morgennebels. Er ließ das Gemälde zu den ersten beiden Erwerbungen in den neuen Anbau des Kronprinzenpalais hängen, wo seine Kinder wohnten. Im gleichen Jahr kauft Friedrich Wilhelm III. Die kurz zuvor entstandene Gartenterrasse, die in die Ausstattung des benachbarten Prinzessinnenpalais integriert wird. 2 weitere Gemälde, darunter die Ansicht eines Hafens, werden 1816 als Geburtstagsgeschenke für den inzwischen 21-jährigen Kronprinzen erworben. Er lässt sie in seine neu eingerichtete Wohnung im Berliner Schloss hängen. Noch 14 Jahre später besucht der Prinz Caspar David Friedrich in dessen Dresdner Atelier. Zwar erwirbt er keine weiteren Werke des Künstlers, aber dennoch endet die Erwerbungsgeschichte hiermit nicht. Viel später wird 1934 in dem bei Kassel gelegenen Schloss Wilhelmsthal, das damals zur preußischen Schlösserverwaltung gehört, ein 7. Werk Friedrichs entdeckt: das um 1821 entstandene Bild Nebel im Elbtal. Noch in den 1960er und 1970er Jahren kann die damalige Westberliner Schlösserverwaltung ihren Bestand an Werken Friedrichs bedeutend erweitern. So gelingt es ihrem Kustos, dem Friedrich-Experten Helmut Börsch-Supan, 5 weitere Gemälde des Künstlers zu erwerben.